Willkommen zurück bei Tyranny, wo ich erstmal zurück an den Hof von Donatus gebeten wurde und ich noch mit der lieben Ash auch einmal sprechen müsste. Also, nach dem Intro gucken wir mal, was geht. Hinaus auf den Namen Ash, also App. Ash war ein anderes Spiel. Gucken wir mal. Salutations, Fatebinder. Or should I now call you Lord of Vendrian's Well? The Spire King? Prince of the suggestive vertical slab. Prinz der anzüglichen Vertikalbowle. Okay, sind wir mal freundschaftlich. Blutzack reicht mir. So if I might ask, what is your plan now? The edict no longer looms overhead, and Kairos' conquest of the Tears seems to be slipping, what with the armies and civil war. Okay, ich muss mit Tunon sprechen. I would counsel you to do just that. I'm sure the events of Vendrian's Well are best explained from your mouth to Tunon's ears. Furthermore, I'd guess the Archon of Justice would want to know your take on the Archons and their divide. Das glaube ich auch. Die sieht als gute, also bis jetzt macht sie eine gute Beraterin. Mal gucken, ob sie Vorschläge macht. My first suggestion would be to build a boat. Something durable, and take our chances on the high seas far from Kairos. Mein erster Vorschlag wäre, ein robustes Boot zu bauen. Die Bootwitze bieten sich nach wie vor immer noch an. Und unser Glück auf hoher See weit weg von Kyros zu versuchen. Geil. Eine Wasserhexe, die mir zur Flucht dreht. I have a second and more practical suggestion. Look to the horizon and slightly up. By that I mean the other spires. We should see what's atop the others. Otherwise someone else might look first. Also App gefällt mir wirklich. Die hat geile Vorschläge. Not nearly enough, apparently. To me, they've always been axioms of navigation. You can triangulate a lot of things with the sextant and a clear view to a spire or two. We've long known the spires radiate strong magical fields, and all save the mountain spire connect to the old walls. So it's the sort of thing common folk know from afar, but avoid day to day. I see. I'm sure there's little I can do to persuade you otherwise. Just consider that the people of the Tears will someday bow to Kairos. Why not have them bow to you instead? Warum sollten sie sich nicht stattdessen vor dir verbeugen? Ich habe das erste Mal Furcht bei App bekommen. Aber den scharlachroten Chor werden wir zerstören. Then you have my full support. The Scarlet Chorus has grown in the years of conquest. Among the Horde are Tearsmen fighting because they felt there was no choice, as well as Tearsmen fighting to watch their homeland burn. It pains me we will have to slay some of the former. Well, short of Tunon giving you orders on pain of death, you have the luxury of acting on your own volition, though the Scarlet Chorus are likely to come for you. Whatever you decide, I'm at your disposal. And I am thankful to not be a bloody pile of offal in Vendrian's Well. Life under your banner will, I'm sure, prove most interesting. Okay, ich habe Furcht wieder abgebaut und wieder Loyalität gewonnen. Cool.
Also wenn die es ehrlich meint, scheint die echt ein sehr loyaler Charakter zu sein. What is it you need? Ask away. You know, I normally charge for this, but for you... Now, you know that's a very personal question. The knowledge I have is a centuries-old gift from the Archon of Tides. I would sooner discard my life than the sanctity of that gift. I will speak in generalities only. Das ist in Ordnung, wenn du nur allgemein redest. Gildengeheimnis, also werde ich nicht darüber sprechen. Die Schule der Gezeiten wird mit mir sterben und dieses Wissen auch. Versuche es gar nicht, meine Meinung über diese Angelegenheit zu ändern. Das würde nur ziemlich schnell ziemlich hässlich werden. Mit jahrelanger Übung manipuliere ich sie. Schau mal, die meisten dieser Geheimnisse wurden bereits vor Urzeiten von den Weisen gestohlen. Das heißt zwar nicht, dass ich dir das Geheimnis erzählen werde, nur weil es eigentlich keins mehr ist, aber es bedeutet, dass du jemand anderen fragen kannst, wenn du glaubst, das Recht auf dieses Wissen zu haben. Kannst du mir beibringen, was du weißt? Ich glaube, das könnte ich wohl, aber ich muss ablehnen. Die Geheimnisse der Archontin der Gezeiten sterben mit mir. Ich weiß. Ich befehle dir, mir dein Wissen beizubringen. Nein. Das ist eine Frage, die ich beantworten kann. Es wird dich wohl überraschen, dass wir alle Dinge, also Leute, Krieg, Jahreszeiten, als zyklisch ansehen. Sie nehmen durch ihre verschiedenen Formen wie die Gezeiten und das Licht von Taratus Grab ab und zu. Der Verstand ist beschränkt. Wir werden geboren und verbringen unser Leben damit, den Tod auszuweichen. Wir erwarten, dass alle Geschichten einen Anfang und ein Ende haben. Wir nehmen an, dass alle Dinge, wie wir, beginnen und aufhören. In Wirklichkeit sind alle Dinge Zyklen. Manche dauern nur Minuten, andere Jahre oder ein ganzes Leben. Mhm. Okay, den ersten. Könnt das ja ein bisschen selber lesen hier. Sonst wird das wieder so ewig lang in der Folge und ich glaube, das wollten wir ein bisschen vermeiden. Über die Monde erzählen. Ah, die Magie assoziiert man im Allgemeinen mit dem Mond. Kontrollierst du das Wasser oder ahmst du die Gezeitenwirkung der Monde nach? Ich habe ja Wissen. Eigentlich beides, aber es amüsiert mich, dass sich der Unterschied interessiert. Unsere Eis- und Nebelzauber beeinflussen das Wasser indirekt. Ja, schön. Okay, ja, da geht es um den Mond. Der Wanderer ist der, der sich am Himmel bewegt. Nein, und ich möchte mir auch keine Hoffnung machen. Diese Feiglinge sind alle verschwunden. Wenn sie nicht auf dem Meer den Tod gefunden haben, sind sie für mich ebenso tot. You know, I normally charge for this, but for you... Genug, um zu wissen, dass ich nicht in meinem Element bin. Okay, sie hat die Archonten studiert. Okay, Unterschiede von Geburt und ja. Altmauern und Türme. Nicht genug, niemals genug. Okay, schreckliche Angst.
Mein Wissen stammt größtenteils aus Meister Chamberlays Werk und seinen Nahtoderfahrungen. Ask away. Jetzt kommen wir zu dir. Okay, in den Nasenhazen, Lavinia geboren, aber für den größten Teil meines Lebens und für den Rest meiner Tage kennt man mich als App. Gezeitenwirkerin App. Oh, adelig. Weiß, ich ziehe mich selbst an und koche mein eigenes Essen, wie irreführend. Ach, ich schrieb das Wort Ebbe bei einer schriftlichen Prüfung falsch, worauf Meister Fallox begann, mich Ebb zu nennen. Schön. Okay, sie wollte zur See fahren. Die stämmige Schlampe am Bug einer Trimere sein. Ja! Na gut, und wieder haben die Eltern ein Kind verkauft. Mein Ehemann wurde in Apex geboren und verließ sein blühendes Land, um mit mir zusammen zu sein. Und als das Nest leer war, schien es mir der richtige Schritt zu sein, mein Heimatland zu verlassen. Oh, jetzt, das ist traurig. Wir hatten ein bisschen mehr als ein Jahr für uns, bevor der Krieg alles durcheinander brachte. Ich fuhr mit ihm all meine alten Segelrouten um 5 Ehefrauen und Sünder ab. Dann kam der Krieg. App Loyalität 2. Willst wohl Salz in alte Wunden reiben, was? Sie leben alle nicht mehr. Mhm. Wenn du es wirklich wissen willst, ich hatte einen Ehemann, 3 Kinder und Geschwister, mit denen ich ganz gut auskam. Klar. Palox Aldonos und ja, im Jahr 400. Ja gut, er war ein Schwertkämpfer, sie seien als Zimmerer. Er starb bei den Toren des Urteils. Ich sah ihn sterben. Ich möchte nicht darüber sprechen. Verständlich. Okay, vermisst ihn, ja. Ich war Mutter der Zwillinge Drevenor und Lorme. Mein jüngster Sohn hieß Akamas und hieß immer so, ich war... Duelle mit tödlicher Magie sind keine gute Idee, wenn man schwanger ist. Das glaube ich. Sie wollte noch mehr Kinder. Okay, die Zwillinge wurden Schwertkämpfer. Mochte die Harfe mehr als Leute. Ah, auch sie starben bei den Toren des Urteils. Oder zumindest wurde Devon nur dort von... Okay, das heißt, ihr könnt im Scharlachroten Chor auch sein. Selbstmord, oh Mann. Bitter, bitter. Zum Urgestein, okay. Alle sind gestorben. Das werde ich ihr nicht vorwerfen. So.
Welche Rolle spielt jetzt noch, da sie weg sind? Sie scheinen die letzte Hoffnung für die Stufen zu sein. Und eine kleine Dreckchance ist immer noch besser als gar keine Chance. Da hat sie auch leider recht. Ask away. We all know how to swim, and we all know how to fight. Most Northmen are lucky to make half that boast. What would you like to know? Okay, jeder ist ein Kind von Hafen. Okay, mit Schiffen kamen sie an, ja. Fünf Siedlungen gleich 5 Türme, okay. Passt. Ja, hättet ihr mal gemeinsam gekämpft. Wir haben alle gehofft, dass die anderen zuerst besiegt werden. Die Tiermenschen, okay. Aside from the ones you slew, the Vendrian Guard were the most staunch opponents of Kairos. With their passing, the Overlord's rule is absolute. Well, aside from the local Archons being in a state of civil war. Was there a particular group you wish to discuss? The Unbroken is the name of the military of the now fallen realm of Stalwart. Every citizen of Stalwart was trained to fight, and all were expected to answer the rallying cry of the Regents, the ruling small council of the realm. A decade ago, Stalwart was the ass end of jokes Tiersmen would tell each other. The people of Stalwart are obnoxiously proud of a long history of being invaded, but never losing. The disfavored put an end to their vaunted record of victory. The Unbroken still persist, albeit marginally so. The disfavored withdrew after the Edict of Storms began shredding the landscape. Their holdfast of Sentinel Stand Keep was never taken, and the citizen army, though scattered, could still be rallied. Kairos' war was disastrous to the human realm of Azure, but a stroke of good luck for the numerous beastmen that toiled in Azure's endless wheat fields. With the masters all dead, the serfs have been set free. The Stonestalkers are a tribe born from these newly freed beasts. I imagine they would never bow to Kairos or the Archons. Too many generations have been enslaved. I'd wager anything they'll die before they ever bow. Beastmen understand strength and leadership, but it's always in the concrete sense. I can't pretend to know how they think, but I could never imagine them accepting an absent Prima. A distant ruler they can't see or smell seems a bit too abstract. The Bronze Brotherhood is one of the most feared and famous of the Free City mercenary companies. They serve the highest bidder, and during the war, that was Kairos. Most of the Brotherhood perished in the war, but a handful, the crew hired to work at Lethian's Crossing. They got to babysit the Forge-bound and survived the last few years with minor losses. The band is too small to be a serious threat to the disfavored or the chorus, but they are scourge-worshipping berserks that will adopt any enemy for the right price. Maybe even Kairos. Several sages came to our aid during the Second Battle of Vendrian's Well. I at first thought they meant to kill me, but instead they put their lives on the line for us. They spoke of others in their guild braving the Edict of Fire to salvage lore from the burning library. Though I may find them untrustworthy, it must be said that the sages have a certain fearlessness toward the Overlord. Perhaps that could be kindled further. Historically speaking, an alliance with the School of Ink and Quill is just asking to have your efforts stolen and your goals undermined. Mark my words, some things never change.
Well, perhaps we can shove them in front of the enemy. And the ones that volunteered at Bendrian's Well weren't all bad. Okay. Astadstufen. Handelsknotenpunkt, okay. Freie Städte. Ja, es gab kaum etwas Freies, wie immer. Ask away. Not entirely sure. Which is to say, there was a time I studied my enemy in great detail, but I've recently come to learn that much of my information was little more than lies and misdirection. Ein Scheusal, genau. Ja, davor harmloser alter Mann für einen Archonten auf dem Papier. Aber sie hat sich geirrt. Weniger haben den Fehler zweimal gemacht. Altmodische Führung und gute Soldaten. Ja, strukturierte Armee. Genug. Sie zieht scharf die Luft ein und verschränkt Stirn, runzelt die Arme. Er war so groß wie 10 Männer, aber nicht unverwundbar. Ask away. I know a great deal of the mages of the Tiers, or at least their history. Most are dead now. I know a little less about the guilds sworn to Kairos' archons, but I try to make an effort to know my opposition. Die Erdhexen kennen wir ja schon. Kennen wir auch schon, die Feuerzauberer. Eisengebundene. Wind und Feder ist auch so gut wie tot. Eigene Gilde. Das Zeitalter Stufen für beendet. I know a great deal of the mages of the Tiers, or at least their history. Most are dead now. I know a little less about the guild. Ask away. My one concern with Barrick is that he's still loyal to Graven Ash and not to you. Barrick seems steadfast, faithful, and dependable. But if it comes down to you versus Graven Ash, therein lies the test. Das glaube ich auch. Wenn er für uns nicht taktisch bedeutsam wäre, würde ich ihn aus der Rüstung rausstemmen.
We should consider ourselves fortunate that one of the most deadly members of the Scarlet Furies considers you a suitable gang leader. That said, I think her involvement with you is entirely suspect. I would wager good money the voices of Neratis listening through her, or perhaps seeing what she sees. Probably the only word thief I haven't wanted to dismember. Him? I'd merely play with an ice knife. Ja, sie wird ihn nicht enthaupten, sondern nur häuten. Geil. Okay, dem vertraut sie nicht. Oh, wenn das von dir kommt, ist das aber ein großes Lob. Ich werde jetzt diesen Stab nehmen und ihn so lange in deinen Hintern rammen, bis du vornüberfällst. Ach, und ganz einfach. So wird das Gleichgewicht der gesamten bekannten Existenz wiederhergestellt. Ask away. What is it you need? Well, we're working with the disfavored. You want my advice? My advice would be to get close to Graven Ash and plunge a poisoned shiv in his ear. Eine vergiftete Klinge ins Ohr rammen? I will never understand why deceit is the first instinct of all Tearsmen. You are right to take offense. Yeah, right. I'm speaking out of line. But I don't really know what to say here. I hate the disfavored, but I'm sworn to your cause, so my honest opinion won't do anyone any good. Well, we're working with the disfavored. You want my advice? My advice would be to get close to Graven Ash and plunge a poisoned shiv in his ear. Yeah, right. I'm speaking out of line. But I don't really know what to say here. Okay, so. Loyalität, Fähigkeit, Eisensturm bei Barrick. Einmal pro Rast. Das sieht doch gut aus. Die We make this look easy. It waves. einmal pro Rast, okay, aber coole Sache. Ready? Okay, die haben echt geile. Also richtig, richtig geile. Richtig geile Fähigkeiten hier haben die Jungs. So, okay. Sah witzig aus. Geld ausgegeben. Ja, beim nächsten Mal reise ich jetzt auf alle Fälle weiter, aber alleine hier, was ich an Parieren habe. Bin eigentlich der geborene Blocker mittlerweile. Hm? Na gut, okay. Beim nächsten Mal geht's weiter bei Tyranny.